die wahrscheinlich vorerst letzte Folge in der Kingdom Come Deliverance Beta. Wir sind jetzt hier fast wieder beim Militärlager von Sir Robert und werden jetzt Bericht erstatten, dass wir ihm die Pfeile angezündet haben und dass wir herausgefunden haben, wo das Lager ist und wie das Lager aufgebaut ist. Ich hoffe, ich habe alle meine Command-Sachen abgelegt und die lassen mich jetzt hier auch einfach rein. Das scheint zu klappen. Und dann müssen wir nur noch Sir Robert finden und dem erklären, wo das Lager ist. Beziehungsweise das haben wir ja schon. Aber was da zu tun ist. Jetzt ist mal die Frage, wo der ist. Der war mal hier in dem Zelt, der ist aber nicht mehr. Da ist er. I'm back from scouting. Well, I'm all ears. Now tell me what you found out, one thing at a time. I tried to count them. And? How many? And bear in mind I'm relying on what you say. We'll have to call for reinforcements, and that's no simple matter. Every man that comes with us will be lacking somewhere else. And I don't want wayfarers getting robbed because there's no one left to protect them. Ja, super. Es war nachts. Ich habe ungefähr niemanden da gesehen. Keine Ahnung. 30 Leute? Waren das 30? 40? Wie viel waren das? Das war der untere Teil mit den Kumanen und dann der obere Teil mit den anderen Tschechen oder so immer, die zu dem Zeitpunkt waren. Wir sagen jetzt mal 30. Around 30. We should be able to handle that. But best to send for a few more men. I'll use you as a messenger. Go to Talmberg and tell them Sir Robard is asking for reinforcements. Cutthroats, bandits, and gallows bait. Hardly your average village rogues. No more than I expected. I've no fear of them, but underestimating the enemy can be fatal. There are not only bandits in the camp, but cumans as well. Quite a few of them. Cumans, you say? Where the hell did they come from? Could Sigismund have left them here after he raised Skalitz? I like this less and less. I took a look at their armor. They are not a proper army, but they're equipped quite well, especially the cumans. They are wearing full armor. What about archers? There's a few of them, and they're positioned well. If we charge them head-on, they'll probably do us a lot of damage. I don't like the sound of that. It complicates the situation. Dealing with them before the battle would be the best option. That's all I know. You've learned a lot, lad. No time to waste. We'll attack as soon as we can. Okay. Also wir sollen jetzt nach Talmberg, wenn ich das richtig verstanden habe. Also scheinbar habe ich eigentlich habe ich gerade keine Quest, aber er hat mir gesagt, ich soll nach Talmberg gehen. Jetzt kann natürlich sein, dass die Quest jetzt irgendwie broken ist, weil ich die eben nicht weiter sabotiert habe. Aber ich reite jetzt einfach mal nach Talmberg und sage da Bescheid, dass hier, hey, euer Chef braucht noch Leute. Hoffen wir, dass das dann funktioniert, was ich vorhabe quasi. Ja, ganz interessant, mir ist uns noch aufgefallen, ich verbrauche nicht nur Ausdauer bei meinem Pferd, sondern ich habe selber auch Ausdauerverbrauch beim Reiten, was irgendwo logisch ist, weil das ganz schön anstrengend ist, den ganzen Tag im Sattel zu sitzen. Das ist einfach noch so ein nettes kleines Detail, was sie da eingebaut haben. Ich verbrauche natürlich wesentlich weniger als das Pferd, aber der Verbrauch ist auf jeden Fall da. So. Ich denke mal, dass ich zur Burg muss. Das wird ja nur Sinn machen. Ich hoffe, dass ich mich halt nicht verzählt habe. Also ich denke, ich hätte so zwischen 30 und 40 Leuten gesagt, die da waren. Aber genauer könnte ich es tatsächlich nicht beschreiben. Aber es macht Sinn, dass er danach fragt. Das ist klar, das ist eine wichtige Info, wie viele Leute da waren.
Insofern war es vielleicht nicht ganz so cool, bei Nacht dahin zu gehen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, aus Immersionsgründen hat es halt schon Sinn gemacht nachts. Interessant finde ich, was wohl passiert wäre, wenn ich nicht als Diplomat, also vom Skillset her als Diplomat hingegangen wäre, sondern eben als Knappe. Ich vermute mal, dass Henry dann auf jeden Fall den Sprachtest in Sachen Ungarisch verfehlt hätte. Wie ich dann aus der Situation rausgekommen wäre. Also sind ja die Tschechen sind ja scheinbar auch da. Also da waren ja auch tschechische Räuber und dergleichen. Und ich hätte ja auch auf Tschechisch antworten können. Was auch immer ich hätte antworten können. Ich wäre auf jeden Fall im falschen Teil des Lagers gewesen. Das ist ja zweigeteilt. So. Hier sollte ich jetzt Bericht erstatten. Machen wir das doch mal. Nee. Das weiß ich alles. Sollte ich nicht eigentlich hinreiten, um... Tell me something about Talmberg. Where's the bathhouse? Ich glaube, ich habe tatsächlich die Quest verbuggt. Er hat doch gesagt, ich bin sein Messenger und ich soll da Bescheid sagen. Muss ich vielleicht mit ihm quatschen? Nochmal genau durchlesen. Ja, das habe ich gemacht. Okay, scheinbar hat Sir Robert mir Scheiße erzählt und ich hätte einfach gar nicht dahin gemusst. Ich hätte einfach auch so das Ganze machen können. Ja, dann reiten wir es nochmal zurück. Haben wir uns mal die Landschaft angeguckt. Kein Ding. Oh Gott, ich hoffe, mein Pferd überlebt das hier. Dann gibt es halt keine Verstärkung. Dann quatsch ich jetzt einfach mit Sir Robert und sag ihm hier, geht los. Kurve kriegen. Aber ich wüsste nicht, wo ich sonst hingehen sollte, um Bescheid zu sagen, dass ich Verstärkung brauche. Und das war ja nun mal ein Timeberg. Wenn ich jetzt einigermaßen den Weg treffen würde. Okay, scheiß auf den Weg. Also ich hoffe sehr, dass man noch die Ausdauer vom Pferd irgendwie ein wenig steigern kann im Spiel. Also im fertigen Spiel dann. Wird wahrscheinlich so sein, weil das Pferd hat ja auch eine eigene Statusleiste. Vielleicht kann man andere Pferde kaufen. Weil so wäre das sehr frustrierend, wenn man immer ständig, also einmal alle 30 Sekunden oder so abmounten muss. Oder nicht abmounten, aber einfach stehen bleiben kurz. Damit das Pferd wieder mehr Ausdauer bekommt. Ich meine, mir ist schon klar, dass man nicht ständig einfach nur galoppieren kann mit dem Tier. Aber so ist der Zeitraum doch relativ kurz, mit dem man sich sofort bewegen kann. So, ich hoffe mal, dass ich jetzt einfach mal, da Sir Robert sagen kann, auf geht's.
Wenn wir das einfach sparen können, mit dem da hinreiten. Wo ist denn der jetzt schon wieder? Der macht mich fertig, der Mann. Da ist der Bogenschütze. Da geht er. So are you ready to advance on those bandits? Okay, er fragt mich, ob ich bereit bin. Ich bin I'm bereit. ready. Right, lad. We're almost at the place you described. Now we have to advance cautiously. Tell me how it looks around the camp, so I can decide from which side to lead the attack from. Sir, that's a big responsibility. I don't think I asked you a question, for heaven's sake. You've been there and seen everything, so speak up. There are 3 ways to get in. Directly along the straight path to the camp, the long way, round through the woods and over an old weir, or by a narrow bridge over the deep ditch. Let's start with this direct route, which sounds like the most convenient approach. How does it look there? Okay. Alter, was der hier für eine Verantwortung auf mich legt. Aber das kann ich auch wieder gut sagen. Nee, also die direkte Route möchten wir nicht. The path leads round their battlements. It's fortified and patrolled. The chances are they'd shoot us on the way. It's a good thing you're here, Harry. We'll have to try another way Heißt then. nicht Henry? What about the approach through the woods and the weir? I don't like the idea of marching such a long way through the woods, but if it's the better option... No one will see us coming until we reach the camp, but then we face a tough battle, because we'll be right next to the Cuman fortifications. The moment of surprise would help us a lot. I'll think it over. What about that last approach, over the bridge? It's a bit narrow for my liking. Ja, die Arrows können sie ja nicht so viele haben eigentlich. Ich sag jetzt einfach mal, dass es nicht so gut bewacht und ich habe überhaupt keine Ahnung. Also ich weiß fürs fertige Spiel auf jeden Fall, man muss sich tatsächlich Sachen merken, nicht wie in anderen Spielen. Das ist schon mal eigentlich eine ganz coole Sache. It'll be slow getting over the bridge, but otherwise there's almost no resistance. And on the other side, we'll have good ground for a battle. When I think of it, it sounds pretty good, only that damned bridge. It's not an easy decision. Each option has its pros and cons. I try to answer to the best of my ability, sir. You will be suitably rewarded for your efforts. From what you say, the route over the bridge is the best option. If we're fast, we'll have the advantage. With the help of God, we will win this day. Ich sehe schon alle verrecken, weil ich da die falschen Infos rausgesucht habe. Hier gibt es nochmal einen Auto-Save-Point und hier wird auch sogar mal ein bisschen in-game gecuttet. Finde ich eigentlich ganz nice. We'll approach from the south and storm them over the bridge. Form up! Form! Und da ist mir das Spiel abgestürzt.